Hallo, in dem Video zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie neben dem normalen Umfragelink, den E-Mail-Einladung oder auch der Website Integration mit zusätzlichen Links zu Ihrer Befragung einladen können. Gehen wir mal von dem Beispiel aus, wir haben hier unsere Mitarbeiterbefragung und wechseln jetzt mal in den Bereich Teilnehmer einladen. Dann könnten Sie an alle Mitarbeiter den gleichen Link versenden. Und wenn Sie jetzt differenzieren möchten, später in der Auswertung, wer hat in Abteilung A, B oder C geantwortet oder aber an Standort A, B oder C, dann müssten Sie diese Frage im Fragebogen stellen, damit Sie anhand dessen die Ergebnisse separieren können. Wenn Sie Ihre Teilnehmergruppe vorher kennen und an diese auch explizit die Links verteilen können, würde es sich anbieten, dass Sie hier über zusätzliche Links dies vorab definieren. Und das machen wir in dem Fall so, dass wir hier bei den zusätzlichen Links einfach einen weiteren Link zur Umfrage generieren. Und wir nennen es jetzt mal Standort A, klicken auf Enter oder Dings und dann bekommen wir diesen Multilink und wir können noch einen Standort B generieren für unseren zweiten Standort und bekommen einen zweiten Link. Das heißt, wir haben hier A und B, das können Sie auch noch umbenennen, wenn Sie möchten. Was ist jetzt passiert? Wir haben jetzt zwei weitere Links für die Teilnahme zu der Umfrage erhalten und diese Links beinhalten zum einen einmal den regulären Umfragelink, haben aber am Ende hier diese Kennung Multi mit dieser kryptischen Nummer. Das haben wir hier und hier oben haben wir die nächste Nummer für die Kennung der Teilnehmer, die über diesen Link an der Umfrage teilnehmen. Wie das in der Auswertung gleich aussieht, zeige ich Ihnen gleich. Sie können jetzt entweder hier den Link rauskopieren oder aber auch den QR-Code von hier aus exportieren und dann in einem Flyer verteilen oder ähnliches. Wenn Sie die Teilnahme mit einem Passwort, mit einem individuellen Passwort nur für diesen Multilink schützen möchten, geben Sie hier dementsprechend das Passwort ein, was Sie vergeben möchten. Und hier könnten Sie für diesen Multilink ein anderes Passwort wählen. Zusätzlich hat jeder Multilink noch einen eigenen Ergebnislink. Der Ergebnislink zeigt nur die Ergebnisse an, die über diesen Multilink generiert worden sind. Das heißt, wenn ich jetzt Standort A und B habe, könnte ich dem Standortleiter einen eigenen Ergebnislink zusenden und dann sieht er nur seine Ergebnisse, Standortleiter A dementsprechend nur seine Ergebnisse und Sie als Admin sozusagen oben drüber sehen von beiden Standorten die Ergebnisse und können das auch wieder separieren. Wir nehmen jetzt mal Standort A einfach mal exemplarisch und öffnen die Befragung. Und damit wir jetzt gleich in der Auswertung ein bisschen was sehen, würde ich jetzt einfach nur mal hier zur Umfrage klicken. Ich wähle die 10, wir merken uns die 10 kurz, gehen auf die nächste Seite und wir sind aus der Buchhaltung exemplarisch und sind auch absolut happy. So, haben jetzt das Ganze aber abgebrochen. Jetzt gehen wir zurück in Easy Feedback und öffnen einmal die Auswertung. Ich mache einen neuen Tab auf und hier auf der Statistik sehen wir jetzt alle Quellen, mit denen wir zur Befragung eingeladen haben. Wir haben exemplarisch einmal den normalen Umfragelink genommen, wir haben auch hier mit einer Teilnehmerliste eingeladen und hier ist der Multilink mit Standort A. Und da sehen wir schon einen Besucher, das waren wir selber, wir sind Teilnehmer, aber wir sind auch Abbrecher, weil wir die Umfrage nicht abgeschlossen haben. So, das heißt, wir können das hier schon mal differenzieren und sehen in der Statistik, wie viele Teilnehmer haben wir denn gehabt aus den einzelnen Besucherquellen. Und diese Besucherquellen sind ja für uns die einzelnen Standorte. Um jetzt die Ergebnisse aber auch noch zu separieren, hier haben wir nämlich alle Ergebnisse aufgelistet, würden wir jetzt hier oben auf Gesamtergebnis gehen, einen neuen Filter anlegen und in dem Filter, den nennen wir jetzt Standort A, müssen wir jetzt einmal differenzieren, dass wir nur die Teilnehmer sehen, die auf den Link von Standort A geklickt haben. Dazu gehen wir hier auf die Besucherquelle und sehen hier unten schon unsere Multilinks wieder und sagen Standort A. Das bedeutet, zeige mir alle Teilnehmer, die diese Definition haben. Wir speichern das Ganze. Der Filter wurde hier auch schon direkt angewendet und wir sehen hier auf der rechten Seite 10, das haben wir eben angegeben. Auf der zweiten Seite sehen wir, das war in der Buchhaltung eine Person und dass diese Person auch absolut zufrieden ist. Genau, das sind Multilinks bzw. zusätzliche Links zu dem normalen Umfragelink, die sich immer dann anbieten, wenn ich meine Teilnehmergruppe im Vorfeld kenne und schon separierte Links raussenden kann. Dadurch spare ich mir die Abfrage in der Umfrage. Die Umfrage wird einen Tick
kürzer und ich habe trotzdem die Möglichkeit, die Ergebnisse zu separieren.